aus Deutschland wegziehen und Steuern sparen. Das denken sich viele, bedenken aber nicht, dass es dennoch, auch wenn man nicht mehr in Deutschland lebt, Steuern gibt, die einen weiterhin betreffen. Und die Rede ist da von der erweiterten, beschränkten Steuerpflicht. Und heute wollen Sebastian und ich uns so ein bisschen darüber unterhalten. Sebastian, hallo und wie immer vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Als erstes, worum geht es dabei eigentlich? Also es geht im Grunde darum, dass derjenige, der von der erweitert beschränkten Steuerpflicht erfasst wird, noch 10 Jahre in Deutschland weiter Steuern auf bestimmte Einkünfte bezahlen muss. Nicht selten wird diese Steuer sozusagen auch nach der Rückkehr nach Deutschland wieder aufgerollt. Und dann wird festgestellt, dass man eben hier nicht korrekt die Steuererklärung abgegeben hat und darf dann nachzahlen. Und zwar für all die Jahre, in denen man im Ausland war. Das ist natürlich schon eine harte Tablette zu schlucken, wie wir im Englischen sagen. Ist denn jeder Auswanderer davon betroffen? Nein, also es sind tatsächlich nur jene Auswanderer betroffen, die in ein sogenanntes Niedrigsteuerland umziehen. Das musst du mir erklären. Wie definiert sich denn ein Niedrigsteuerland? Genau, also das Deutsche Finanzamt hat hier eine ganz interessante Definition. Und zwar ist ein Niedrigsteuerland ein Land, bei dem bei einem Einkommen von 77.000 Euro die Steuerlast 1/3 geringer ist als in Deutschland. Ja? Also jeder weiß ja, dass man in Deutschland ungefähr bei diesem Einkommen ca. 30% Steuern bezahlt. Das heißt also, alle Länder, bei denen du bei 77.000 weniger als 20 Steuern bezahlst, gelten als Niedrigsteuerland. Ja, so mal ungefähr die Faustregel. Also das ist ja dann nicht ganz so schlimm, denn in vielen Ländern ist es ja anders. Ja, natürlich in vielen Ländern ist es anders. Natürlich ist in vielen Ländern die Steuer höher. Auch viele Länder, über die wir hier sprechen, ist natürlich die Steuer auch höher. Also zum Beispiel Malta hat bei 77.000 Euro 35% Steuern, sogar mehr als in Deutschland. Irland hat sogar 40% Steuern. Also das heißt, zunächst mal sieht das Ganze natürlich relativ harmlos aus und man wundert sich eigentlich, was hat es damit auf sich? Gilt es also wirklich nur, wenn ich auf die Bahamas ziehe, Cayman Islands oder nach Dubai? Ja? Und so ist eben ganz und gar nicht. Denn gerade so Länder wie Malta und Irland haben einen sogenannten Non-Dom-Status und damit lässt sich eine extrem tiefe Besteuerung realisieren. Das ist möglicherweise sogar eine Nullbesteuerung. Und man spricht von diesen Modellen im deutschen Steuerrecht von einer sogenannten Vorzugsbesteuerung für Ausländer. Okay. Und solche Länder gelten eben somit dann auch als Niedrigsteuerländer. Damit werden Malta und Irland auf jeden Fall als Niedrigsteuerländer eingestuft, ebenso Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, UK. Alles Länder mit steuerlichem Sonderstatus. Jeder, der in eins dieser Länder umzieht, steht unter dem Generalverdacht und muss über einen sogenannten Belastungsvergleich nachweisen, dass diese Sonderstati in dem Land nicht in Anspruch genommen werden und dass sie eben tatsächlich hier nicht weniger als 30% im Vergleich zu Deutschland bezahlen. Dann ist natürlich auch noch zu sagen, dass es Doppelbesteuerungsabkommen gibt, welche die erweiterte beschränkte Steuerpflicht ebenfalls eliminieren. Man muss sich also dort genau beraten lassen, erkundigen und rechtlich vergewissern, dass man hier nicht in gefährliches Fahrwasser kommt. Sebastian, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre dir hier zu und du erklärst das alles unglaublich deutlich und klar. Aber es ist schon eine sehr verwirrende und eine sehr undurchsichtige Situation. Und es hört sich auch so an, als ob die Beweislast bei mir liegt und nicht unbedingt beim Finanzamt. Ist das richtig? So sieht's aus, ja. Ja, das ist natürlich schon hart. Und ich denke, viele Leute werden wahrscheinlich in so einer Situation sein, wo sie sagen, um Himmels Willen, wie informiere ich denn mich da am besten? Wer berät mich denn da am besten? Was kannst du solchen Leuten ans Herz legen? Also grundsätzlich können wir natürlich alle Mandanten, die ins Ausland umziehen wollen, auch zur erweitert beschränkten Steuerpflicht beraten. Wir würden das in der Regel dann machen in Zusammenarbeit mit deinem deutschen Steuerberater. Und wenn du keinen deutschen Steuerberater hast, der sich damit wirklich auskennt, können wir dir gerne einen empfehlen oder auch einen Steueranwalt.
Hier ist es ja wichtig, dass du hier eine klare Aussage hast, auch irgendwas, was du dann in die Schublade vielleicht einfach legen kannst, sodass du dich absichern kannst im Falle dessen, dass es irgendwann mal zu Nachfragen kommt. Und hier genau können wir dir die entsprechenden Experten gerne zur Verfügung stellen oder dich an solche verweisen. Super. Lass uns mal weiter unterhalten, denn natürlich im Zuge der Pandemie, aber auch schon vorher gab es natürlich viele digitale Nomaden, Perpetual Travelers, die tatsächlich einfach auf der Welt unterwegs sind und gar keinen so richtig festen Wohnsitz haben. In was für einer Situation befinden die sich denn, was so eine Steuer angeht? Tatsächlich digitale Nomaden, die also jetzt keinen Wohnsitz haben, gelten immer als in ein Niedrigsteuerland verzogen, ohne Ausnahme. Dies ist ja auch der Grund, warum wir jedem digitalen Nomaden empfehlen, auch schon seit Jahren immer empfohlen haben, eine feste Wohnung im Ausland zu etablieren. Und zwar eine wirkliche Wohnung, nicht einfach nur irgendeine Postadresse, eine wirkliche Wohnung, wenn man Deutschland verlässt. Und wie gesagt, es geht nicht um eine bloße Postadresse in einem schwitzigen Hinterzimmer eines Anwalts in Mittelamerika, sondern schon was, wo man einen Mietvertrag hat, wo man Verbrauchsrechnungen hat und so weiter. Da werden sich wahrscheinlich einige Leute echt schwer mit tun, weil die Sache ist ja, wenn ich unterwegs sein will die ganze Zeit, wie so ein Perpetual Traveler, dann will ich ja genau sowas gar nicht haben. Aber man muss es trotzdem, da muss man einfach so in den sauren Apfel beißen. Ja, es ist das, was wir allen Mandanten empfehlen, unbedingt, ja. Welche weiteren Kriterien gibt es denn zu dieser erweiterten, beschränkten Steuerpflicht? Sie betrifft, anders als zum Beispiel die Wegzugsteuer, nur deutsche Staatsbürger. Okay. Und zwar solche, die mindestens 5 der letzten 10 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren. Das wichtigste Kriterium neben dem Wegzug ins Niedrigsteuerland ist aber, dass der Steuerpflichtige auch nach dem Wegzug wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat. Nur dann greift die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Kannst du mir das mal in einem Praxisbeispiel durchrechnen? Auf jeden Fall, ja. Also betroffen ist, wer zum Beispiel als Einzelunternehmer, persönlich haftender Gesellschafter oder zumindest 25% beteiligter Kommanditist eines inländischen Gewerbebetriebes ist oder zumindest 1% an einer inländischen Kapitalgesellschaft, Deutsche GmbH, beteiligt ist oder inländische Einkünfte bezieht, die mehr als 30% seiner Gesamteinkünfte oder mehr als 62.000 Euro ausmachen. Oder wer inländisches Vermögen besitzt, das mehr als 30% des Gesamtvermögens oder mehr als 154.000 Euro ausmacht. Also damit ist zum Beispiel gemeint eine Immobilie. Wer also eine Immobilie in Deutschland besitzt, die mehr als 154.000 Euro wert ist und in ein Niedrigsteuerland umzieht, für den gilt die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das ist auch sehr komplex, was du da gesagt hast. Man darf also nicht an einem in Deutschland befindlichen Unternehmen beteiligt sein, egal welche Rechtsform dieses Unternehmen hat. Korrekt, ja. Genau. Man darf auch keine Inlandseinkünfte von über 62.000 Euro, beziehungsweise meine Einkünfte, also die denjenigen, den du berätst, darf nicht mehr als 30% meiner Gesamteinkünfte sein. Ist das richtig? Korrekt. Okay, was heißt das denn dann für einen Freiberufler, der, sagen wir, nach Dubai zieht und Rechnungen an einen deutschen Kunden schickt? Diese würden natürlich nicht als deutsche Einkünfte gelten, denn diese erbringe ich ja diese Dienstleistungen vor Ort in Dubai in deinem Beispiel, ja. Und damit wären die ja einer Betriebsstätte in Dubai zuzurechnen. Gemeint sind zum Beispiel Mieten und Gewinnausschüttungen und so weiter und so fort. Wie gesagt, also Einkünfte eines in Dubai ansässigen Freelancers sind keine deutschen Einkünfte. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Betriebsstätte befindet sich in Dubai. Was ich ganz interessant war der Punkt, den du zu Mieteinkünften sagtest. Und zwar, das bedeutet natürlich, dass wenn ich in Deutschland weiterhin eine Immobilie besitze, sagen wir mal das Familienhaus, in dem wir seit Generationen leben, ich will es nicht verkaufen, weil ich es irgendwann an meine Kinder vererben möchte, auch diese Immobilie wird dann besteuert. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Und auch zum Beispiel ein deutsches Konto mit nur 25.000 Euro Guthaben kann die erweitert beschränkte Steuerpflicht auslösen, wenn mein Auslandsvermögen nicht mindestens 65.000 Euro beträgt.
Das alles wohlgemerkt nur in Kombination mit dem Wegzug in ein Niedrigsteuerland, wie oben erwähnt. Ja. Wir raten grundsätzlich allen Mandanten beim Wegzug in Ausland, das in Deutschland belegene Vermögen aufzulösen, sodass man da gar nicht erst hineinschlittert. Ja, also das heißt, deutsche Firma auflösen, wenn du eine hast, oder verkaufen, ja, Immobilien verkaufen. Das ist also immer letztlich der Idealfall. Also im Prinzip konsequent alle Zelte abbrechen und ins Ausland ziehen. Korrekt, ja. Okay, lass uns kurz uns über die steuerlichen Konsequenzen unterhalten. Wir kennen alle die beschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Also wenn ich ins Ausland umziehe, muss ich zum Beispiel KG-Gewinne und Mieteneinnahmen weiterhin in Deutschland versteuern. Was sind denn die Konsequenzen von sowas, wenn ich diese beschränkte Steuerpflicht auferlegt bekomme? Du hast völlig richtig gesagt, jeder, der ins Ausland umzieht, ist natürlich von der sogenannten beschränkten Steuerpflicht betroffen. Ja? Also wenn ich ins Ausland umziehe, Mieteinnahmen aus Deutschland habe, werde ich die immer in Deutschland versteuern müssen. Punkt. Jetzt bei der erweitert beschränkten Steuerpflicht, da wird einfach die Liste der in Deutschland zu versteuernden Einkünfte noch größer. Es geht eben letztlich um alle Einkünfte aus einer deutschen Quelle. Renten, Zinsen auf Bankguthaben, aber auch Erbschaften und Schenkungen sind betroffen. Normalerweise ist ja so, wenn ich jetzt Deutschland verlasse, bin ich noch 5 Jahre lang in Deutschland steuerpflichtig für Erbschaften und Schenkungen. Allerdings, wenn ich jetzt in ein Niedrigsteuerland umziehe, von der weiter beschränkten Steuerpflicht betroffen bin, sind es eben dann 10 Jahre. Die meisten Leute werden sagen, hey, das betrifft mich gar nicht. Ich habe noch gar nichts geerbt, mir wurde bisher noch gar nichts geschenkt, ich habe keine Rente, betrifft mich nicht, muss mir keine Sorgen machen. Das ist sicherlich auch so und sicherlich kann man argumentieren, dass tatsächlich für die meisten die erweitert beschränkte Steuerpflicht, was jetzt die tatsächlichen steuerlichen Konsequenzen, wo ich also mehr bezahle, vielleicht eher harmlos ist. Ja. Das ist durchaus so. Aber du musst eben auf jeden Fall für die nächsten 10 Jahre dem deutschen Finanzamt dein Welteinkommen weiter melden. Ja? Und das wird den meisten nicht gefallen. Ja? Die meisten aus Deutschland weg wollen, die wollen sagen, okay, Tabula rasa, ja. Ich will mit dem System nichts mehr zu tun haben. Ich will nicht laufen noch hier mich dem deutschen Finanzamt gegenüber verpflichtet sehen. Und das ist hier dann möglicherweise der Fall. Auch wenn du möglicherweise nicht mehr Steuern bezahlen musst in Deutschland, verlangt eben Deutschland von dir volle Transparenz für weitere 10 Jahre. So, und jetzt überleg dir das mal. Also das heißt, für weitere 10 Jahre musst du dein komplettes Welteinkommen nach Deutschland weiterhin berichten. Jetzt kommst du nach 5 Jahren zurück oder nach 7 Jahren. Das deutsche Finanzamt hat also deine Auslandseinkünfte und dann fragen die dich und sagen, naja, jetzt sag uns doch mal, wo du hier genau gelebt hast in dieser Zeit. Du hast ja so und so viel verdient. Und jetzt sag uns doch mal genau, wo du hier diese Einkünfte versteuert hast. Ja? Und wenn man darauf dann eben nicht die richtigen Antworten hat, dann kann es eben tatsächlich sein, dass man dann nachbezahlen muss. Das ist natürlich, also ich bin immer noch so ein bisschen geflasht von diesen 10 Jahren, weil das ist ja schon so eine Sache, wo man sich denkt, wie du sagtest, ich bin aus Deutschland weg, ich habe hier mich von allem verabschiedet, ich habe alles bezahlt, ich habe alles richtig gemacht und ich muss mich aber trotzdem 10 Jahre lang noch mit dem deutschen Finanzamt auseinandersetzen. Was ist denn, wenn man sich jetzt sagt, naja, ich plane nicht zurückzukommen und ich wohne, wer weiß wo auf der Welt, die finden mich schon nicht. Was ist denn, wenn dann tatsächlich doch irgendjemand kommt oder wenn man doch nach Deutschland zurückkommt? Wie groß sind denn da die Konsequenzen? Wie ernst wird das denn für mich? Grundsätzlich, natürlich ist das, kann man natürlich immer so argumentieren, naja, mir ist egal, ich komme sowieso nicht nach Deutschland zurück, also können mir die auch egal sein, ist ja egal, was ich dort einreiche und erkläre und nicht einreiche. Also mit Sicherheit kann man so argumentieren. Die Frage ist eben, ob das sinnvoll ist und ob das eine richtige Verhaltensgrundlage für mich ist, für jemanden, der ja erfolgreich sein will, im Ausland leben will, der jederzeit nach Deutschland zurückkommen will, ohne Probleme zu haben. Ja, die Frage, ob das eben die richtige Verhaltensgrundlage ist. Also ich würde eher sagen, man verhält sich so, dass man letztlich alles korrekt macht.
dass man nichts zu befürchten hat. Man nutzt mögliche Schlupflöcher aus, aber kommt seinen Pflichten natürlich nach. Ja? Man will ja nicht hier auf keinen Fall dem Finanzamt gegenüber lügen müssen, dann ist man gleich in sehr schwierigem Fahrwasser. Also immer alles korrekt machen. Es gibt genug Schlupflöcher, die man ausnutzen kann, aber man muss sich eben damit befassen. Man muss es tatsächlich aktiv planen. Man kann es nicht dem Zufall überlassen. Ja, man kann nicht sagen, es wird schon alles gut werden. Man kann nicht ignorant sein. Man kann nicht die Ohren und Augen verschließen, den Kopf in den Sand stecken. Man muss damit umgehen wie ein Erwachsener, ja, wie ein reifer Mensch und sich hier die Konsequenzen überlegen und sich richtig verhalten. Jetzt eine große Gruppe von Menschen sind digitale Nomaden und ich wollte mich ganz gerne mit dir darüber oder über diese Gruppe von Leuten unterhalten, denn die betrifft diese Steuer in eine ganz besondere Art und Weise. Kannst du uns dazu den Hintergrund erklären? Alles, was wir jetzt ja gerade eben gesagt haben, kann man im Grunde sagen, okay, also ist natürlich wirklich nervig, dass man jetzt hier dem Finanzamt letztlich seine Einkünfte melden muss und so, aber dagegen kann ich was machen. Ich meine, wie gesagt, wenn ich kein Vermögen in Deutschland habe, mein Vermögen verkaufe, dann muss ich hier natürlich keine Meldungen machen zum Beispiel. Ja. Das heißt also, und notfalls macht man halt die Meldung. Ich meine, wenn man die Meldung korrekt macht und sich ansonsten richtig verhält, dann ist es zwar lästig, kann man argumentieren, aber man hat eigentlich nichts zu befürchten. Ja. Aber das Schlimmste haben wir zum Grunde bis ganz zum Ende aufgehoben. Denn wer tatsächlich als digitaler Nomade, also als Wohnsitzloser um die Welt reist, der hat hier nun potenziell ein wirkliches Problem, denn der erzeugt sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte. Und die steuerlichen Negativwirkungen derer sind massiv. Denn wer als digitaler Nomade keinen festen Wohnsitz hat und es zählt wirklich nur ein fester Wohnsitz, eine richtige Wohnung, nicht irgendeine Postadresse oder sowas, der hat keine feste Betriebsstätte, sondern eine sogenannte wandernde Betriebsstätte. Diese wird im Kontext der erweiterten beschränkten Steuerpflicht als fiktive deutsche Betriebsstätte betrachtet. Was? Und somit müssen alle Einkünfte aus dieser Betriebsstätte für 10 Jahre nach Wegzug weiter in Deutschland versteuert werden. Wow, das ist ja schon heftig und wahrscheinlich sehr unangenehm für viele, viele Leute. Wie kann man sich davor schützen? Gibt es Konstruktionen, US LLC zum Beispiel? Ist das so eine Konstruktion, die einen da so ein bisschen Rückenwind geben kann? Ehrlich gesagt nicht. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Es kommt nämlich eigentlich noch schlimmer. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du jetzt Kunden in Deutschland oder sonst irgendwo anders hast. Ja? Also das heißt, selbst wenn du Deutschland verlassen hast, wenn alle deine Kunden in Asien und USA und Dubai sind, dann bist du trotzdem für diese gesamten Einkünfte für 10 Jahre als tatsächlicher digitaler Nomade Perpetual Traveler in Deutschland steuerpflichtig. Denn du hast ein fiktives Einzelunternehmen, das du in Deutschland betreibst und damit bist du einkommensteuerpflichtig für all diese Einkünfte. Denn, wie wir ja vorhin gesagt haben, du bist ja somit wesentlich wirtschaftlich in Deutschland an einem Gewerbe beteiligt. Ja? Also selbst wenn das Einzige, was mich darf ich ganz kurz fragen, selbst wenn das Einzige, was mich nach Deutschland verbindet, meine Staatsangehörigkeit ist. Ja. Das muss einzigartig sein, dieser Tick im deutschen Steuersystem, oder gibt es das woanders auch? Genau, nein, ist meiner Meinung nach einzigartig. Ja? Also nochmal, ja, wenn du als digitaler Nomade keine Wohnung im Ausland hast, dann sind deine gesamten Aktivitäten als digitaler Nomade einer fiktiven deutschen Betriebsstätte zuzuordnen. Das heißt, du wirst dann behandelt, als hättest du ein deutsches Unternehmen und bist demnach für alle weiteren Einkünfte, die du als digitaler Nomade erzielst, für 10 Jahre in Deutschland unbeschränkt mit Einkommensteuer steuerpflichtig. Und wie gesagt, du kannst ja argumentieren, naja, kriegen die ja eh nie raus. Möglicherweise ist das so. Aber mal angenommen, du kehrst zurück, wie wir schon gesagt haben, und wirst dann aufgefordert, hier offen zu legen, was du in den letzten 10 Jahren gemacht hast. Also, du wirst in dem Fall natürlich nicht das Finanzamt anlügen, denn dann wird es dich schon strafbar machen. Das heißt, mal angenommen, du legst dann hier alles offen und dabei kommt dann
dieses Verhalten ans Licht, dass du eben keine Wohnung im Ausland hattest und damit eine Betriebsstätte in Deutschland, dann kannst du komplett nachzahlen. Jetzt hatten wir ganz kurz darüber gesprochen, eine Konstruktion, eine US LLC. Wäre das hilfreich, nützlich, eine mögliche Lösung für diese Problematik? Die US LLC ist ja letztlich aus US-Sicht ein Einzelunternehmen, steuerlich gesehen. Haftungsrechtlich nicht, aber aus steuerlicher Sicht ist die US LLC ein Einzelunternehmen. Daher letztlich ist sie immer dort steuerpflichtig, wo du dich als der Eigentümer befindest, beziehungsweise wo du deine Betriebsstätte hast. Ja? Wenn du also in Malta wohnst, dann wäre sie möglicherweise in Malta steuerpflichtig, wenn du Tätigkeiten vor Ort verrichtest. Wenn du jetzt durch die Welt ziehst, dann ist es möglicherweise eine sogenannte wandernde Betriebsstätte und du bist nirgendwo steuerpflichtig. Wenn ich jetzt hier argumentiere mit dem deutschen Steuerrecht, dann ist natürlich durchaus möglich, dass diese Einkünfte aus der US LLC dann mir zugerechnet werden würden, meiner wandernden Betriebsstätte als digitaler Nomade, und wären somit auch in Deutschland dann komplett zu versteuern. Also hier an sich gestellt hilft einem die LLC nicht. Wenn wir jetzt dem Ganzen aber noch eins aufsetzen und sagen, ich bestelle einen Manager für meine US LLC, verändert das die Situation? Das würde allerdings die Situation verändern. Damit wäre die Betriebsstätte letztlich dann am Wohnsitzstaat des Managers. Hier entstehen dann die üblichen Fragen natürlich hinsichtlich einer Geschäftsführung. Ist das ein wirklicher Geschäftsführer oder so ein Frühstücksdirektor und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich wäre das die Lösung. Wobei, wie gesagt, die eigentliche Lösung ist, sich eine Wohnung im Ausland zu besorgen, sich einen Wohnsitz einzurichten. Dann hat man ja all diese Probleme nicht. Und wie gesagt, wenn man im richtigen Land wohnt, sind ja auch Auslandseinkünfte dann legal steuerfrei. Und insofern ist man ja dann von diesem ganzen Thema nicht betroffen. Also betroffen vielleicht in dem Sinn, dass man 10 Jahre lang melden muss, was man verdient, aber es hat dann finanziell keine Konsequenzen. Daher nochmal, bitte miete dir eine Wohnung im Ausland, etabliere irgendwo einen Steuerwohnsitz, wo du angemeldet bist, steuerlich, wo du eine Steuererklärung einreichst, wo du eine Steuernummer hast. Und damit lässt sich dieser ganze Zirkus vermeiden. Gehen wir mal davon aus, es schaut uns gerade jemand zu, packt seine Koffer in Deutschland, ist dabei, seine Wohnung aufzulösen und hat sich überlegt, als Digital Nomad, Perpetual Traveler, sich auf eine Weltreise zu begeben für die nächsten, wie auch immer, viele Jahre und hört sich gerade unser Gespräch an und denkt sich, wow, da sind so viele Fragen, die ich überhaupt nicht bedacht habe. Was sollen die machen? Wir können dich dabei unterstützen, legal und rechtssicher als digitaler Nomade unterwegs zu sein. Die Grundelemente, die notwendig sind, haben wir hier schon geklärt. Es sind natürlich noch einige weitere Details zu bedenken. Ich rate dir, mit uns in Kontakt zu treten, vielleicht ein Beratungsgespräch zu buchen. Wir können dich umfassend begleiten und beraten. Wir haben mehrere Alternativen für mögliche Wohnsitzländer für dich parat. Wir können dir auch helfen, eine entsprechende Wohnung lokal zu organisieren, machen wir häufig für Mandanten. Also nimm Kontakt mit uns auf, buche ein Beratungsgespräch und wir werden uns deine Situation anschauen und einen Lösungsweg finden. Super. Vielen, vielen Dank, Sebastian, wie immer, für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Bis bald wieder. Bis bald. Aber das mit den Kindern, also ich weiß noch, während der Pandemie hatte ich für einen Kunden, die machen Konferenzen und da habe ich live moderiert, so ein Webinar. Und ich hatte zu den Kindern gesagt, ihr könnt zuschauen, ihr bleibt im Haus und ihr könnt mich auf dem iPad zuschauen und ich bin dann im Annex, aber ihr bleibt da. Und dann plötzlich sah ich meine Tochter hinter meiner Schulter und sie wollte noch mal gucken, ob das auch funktioniert und könnte ihr Bruder sie dann sehen. Ich so, okay, ja, wir haben bewiesen, es funktioniert. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.